Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Urs ist am Start und wo sind wir und was machen wir? Wir sind 35 Tage exakt vor dem Mr. Olympia 2024. Wir haben es knapp 6 Uhr morgens und ich bin gerade aus dem Bett gefallen und wir sind in Dubai. Wir sind in Dubai im Trainingslager und ich nehme euch mal einen Tag mit. Es gibt wieder einen Vlog, ihr habt die Vlogs gefeiert, hier kriegt ihr sie. Heute auf jeden Fall ein Full Day of Eating. Ja, wie ich mich 35 Tage vor dem größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt ernähre, was in den Kollege reinfliegt und vieles mehr gibt es halt auf jeden Fall zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß, schallert ein Abo raus, liked das Video, kommentiert fleißig und dann gibt es auf jeden Fall mehr. 1,5 Liter Wasser, beziehungsweise ein guter Liter Wasser erstmal rein in die Olga und ich sag's euch, die Nacht war alles andere als lang und erholsam, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, in so einer Vorbereitung auf einen Bodybuilding-Wettkampf gelangt der Körper irgendwann in den Notstand und mit weniger Körperfettanteil schraubt er alle Aktivitäten runter, die nicht von Verlangen sind, beziehungsweise die nicht benötigt werden. Also es signalisiert dem Körper, Junge, steh auf, geh jagen, das sind tatsächlich die Urinstinkte, die da reinschallern. Und dementsprechend steht man dann auch schon erst um 5 auf der Matte und dann meiner Lebensgefährtin zuliebe nochmal hingelegt und konnte dann nochmal ein bisschen pennen. Aber ja, so sehen auf jeden Fall die letzten Wochen immer aus. Und das ist schon definitiv eine Sache, die ich nicht extrem feiere. Man wacht natürlich auch wegen dem Hunger auf, aber das ist irgendwie zweitrangig. Freut sich dann aber auch, wenn die Form anzieht und es vorwärts geht. Naja, ich starte erstmal rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal ein bisschen klarkommen. Wollte ich aber direkt mal von Beginn an des Tages mitnehmen und euch mal einen richtig realen Einblick zeigen in die Geschichte. Woke up like this, würde die ein oder andere Influencerin sagen. So, und da, wie ihr seht, der Boy schon nackt ist, schwinge ich mich jetzt erstmal hier in meine Chula-Wear Classic Physik Posing Hose. Der ein oder andere wird bestimmt fragen, woher ich meine Classic Shorts habe und schnapp mir hier der Gerät, das Stativ und nimmt einen Formcheck auf für meinen Coach, denn heute hatten wir erneut Tiefstgewicht und das Gewicht ist ordentlich gerasselt. Dementsprechend so 35 Tage vorm Olympia geht es langsam in Richtung täglichen Check-ins und wir gucken immer von Tag zu Tag, was wir machen. Da heute aber Rest Day ist, ich ordentlich gedroppt habe, kann ich den Heide schon riechen, aber es ist auf jeden Fall interessant, euch da auch mitzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, die letzten Tage hatte ich nicht die Kraft, die Energie, die Cam anzumachen und für euch mitzufilmen. Ich war echt hart am Sack, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, und die Vorbereitung hat auf jeden Fall reingeschallert. Ansonsten fühle ich mich heute aber relativ gut, weiß auf jeden Fall, dass es ein entspannter Tag wird, ein erholter Tag und dementsprechend kann man auch ganz gediegen mal ein bisschen mitvloggen. So, Posing für Coach machen und dann geht's ran an die Monster Mash. A few moments later. Stefan, wenn er aufwacht, kann dann auf jeden Fall abchecken, was zu tun ist. Wir sind hier 2 Stunden vor der deutschen Zeit, also bei dem ist jetzt gerade 5:39 Uhr und in der Zeit tue ich aber meistens das Frühstück vorbereiten, trinke seit gestern mein Meta X 2.0, werde ich euch aber gleich zeigen und
ja, gehe dann so eigentlich immer ins Cardio. Wir sind hier in so einem Tower und ja, wenn ich von wir rede, die Dame des Hauses ist auch schon erwacht und wir machen dann meistens das Cardio. Heute an einem Rest-Day habe ich meistens einfach einen Walk drin. Ob ich den dann draußen mache oder im Gym, entscheide ich immer recht spontan. Aber wie gesagt, ja, Formcheck, Gewicht ist drin. By the way, wer sich fragt, mit was ich das Gewicht track, die App nennt sich Weight Drop. Habe ich, glaube ich, schon dem einen oder anderen Bodybuilder verraten und der war sehr dankbar dafür. Deswegen für euch auch da draußen Weight Drop. Ja, ganz simpel, die App kann man sich einfach eintragen, was man wiegt und sieht dann über den Wochenverlauf, ja, was passiert. Wir haben dank ESN alle Subs nach Dubai geschickt bekommen lassen und reinstarten tue ich auf jeden Fall morgens immer mit Kurkumin. Wichtig, auf nüchternen Magen wirkt das Ganze extrem entzündungshemmend. Ballert euch Kurkumin morgens nüchtern und wie schon vorher angeteasert, seit gestern gibt es das Meta wieder, beziehungsweise für uns. Wir haben es geschickt bekommen, für euch soll es aber auch bald erhältlich sein. Mango Orange, Meta X 2.0, geile Version, hatten wir Stefan und ich auch wieder unsere Finger mit im Spiel bei der Formulierung bzw. bei der Formelerstellung und ja, ansonsten geht es jetzt an die Monster Mash. Ihr wisst, mein Standardfrühstück, das zeige ich euch später, die Zubereitung, die könnt ihr euch auf jeden Fall abchecken in Alices Kochbuch. Ich glaube Seite 95 war das, hieß es noch Anabolic Mash, aber ist im Prinzip dasselbe wie die jetzt umformulierte Monster Mash. Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zum Kochbuch. Viele tolle Rezepte drin, die wirklich einfach zu machen sind, schnell zu machen sind, euch lange satt machen und euch ja mit geilen Nährstoffen fuelen. Die Monster Mash verabschiedet sich zum Kühlen und wir verabschieden uns für unsere Cardio-Runde. Der Meta ist fast durch und ich habe gestern ehrlicherweise im Gym noch was entdeckt und da konnte ich nicht Nein sagen. So bin ich ja ganz krasser Cold Brew Fan und davon werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch noch ein Gläschen genehmigen und dann eine Runde spazieren gehen, mich stretchen und ja, so in den Tag reinstarten. Der Hoodie ist am Start. Beste, ich sag's euch, es ist immer der Modus, in dem man sich begibt. Hier unser Room und dann geht's ab hier, gleich ums Eck zum Aufzug. 22. Stock auf Ehrenbasis. Der Aufzug braucht ewig, heute nicht. Dann fahre ich in den ersten und dann geht's hier ab ins Tower Gym. Ganz entspannt, ein paar coole Cardio-Geräte da, aber heute wie gesagt ab aufs Laufband, ein paar Steps machen, ganz gediegen. Warum mache ich am Ladetag bzw. am Rest Day kein hartes Cardio? Einfach um dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben und nicht ja, Vollgas Cardio zu ballern. Ich habe bemerkt, seit ich das mache, funktioniert die Vorbereitung einfach besser, ich bin erholter für meine Einheiten und das ist ja das Wichtigste in der Diät, die Kraft zu halten, gute Trainings zu haben. Das Gymnasium, aka da wo ich es nie hingeschafft habe, Witz kommt raus, geht morgens um 7, aber da gehen wir rein jetzt hier. So sieht das Ganze hier aus. Wir haben ein paar Laufbänder am Start. Wir haben ein paar räudige Maschinen am Start, aber die brauchen wir heute nicht. Da werde ich jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten laufen, mich ein bisschen stretchen und dann sehen wir uns zum Frühstück wieder. So, da bin ich wieder zurück in der Bude und was gibt's? Ihr habt es richtig erraten, wie jeden Morgen. Auch heute Daily ins System, 50 Gramm. Vielleicht sogar die 51 mit Sonderzuschlag. Vorher gibt es hier aber noch
den ersten Teil des Verdauungsdrinks sozusagen. Und da gehen liebe Grüße raus an, ja, meine Freundin kann man schon sagen mittlerweile, Dr. Martina Olesch. Hier auch gratis Shoutout, habe ich mir selber gekauft, die Produkte. Das ist einmal Akazienfaserpulver, davon gibt es hier 4 Gramm. Natürlich auf der Plagerwaage abgewogen, wisst ihr Bescheid. Und hier ist noch Inulin drin, das habe ich auch von ihr. Gibt es ebenso 4 Gramm. Mr. Multitasking, wisst ihr Bescheid. Da kommt jetzt Wasser drüber, dann wird das Ganze verrührt und dann werden dazu von ESN auch ein neues Produkt, die Verdauungsenzyme, reingeschallert. Weil dann werde ich mir den Daily reinsippen und werde duschen gehen. In der Zeit hat die ganze Plörre Zeit zu wirken und dementsprechend läuft das Ganze dann gut. Was die Verdauung auch zum Laufen bringt, ist die gute Ingwerwurzel. Davon haue ich mir auch jeden Morgen vor der ersten Mahlzeit erstmal noch so ein Ding hinter die Binde. Auf jeden Fall ordentlich scharf, aber so geht die Verdauung richtig vorwärts. So bleibt die Taille schmal. So wird das Essen vor allem, was wir heute mehr kriegen, auch gut aufgenommen und verdaut. 4 Stück davon. Und bei den Verdauungsenzymen tastet euch auch daran. Nehmt erstmal 2, dann geht hoch auf 4. Und wer noch mehr braucht, kann auch noch mehr nehmen. Klar. Rein in den Lachs. Auf euch. Herrlich. Perfekte 50 Gramm abgewogen. Das kriegt man auch nur hin, wenn man da in täglicher Übung ist. Das Ganze wird jetzt aber mit Wasser noch aufgestreckt. Denn, wie ihr bestimmt schon bei den anderen Full Day of Eatings auch gesehen habt, ich versuche am Morgen immer direkt mal auf 3 Liter zu kommen. 1,5 Liter hatte ich morgens, wie gesagt, nüchtern und dann mit dem Meta und 1,5 Liter nochmal mit dem Daily. Und dann läuft auch diesbezüglich die Verdauung richtig gut. Also ihr merkt schon, Verdauung ist bei mir so ein Thema geworden, wo ich sehr, sehr Wert drauf lege und was wirklich wichtig ist, was der Körper auch aufnehmen kann. Das wird am Ende in Muskulatur oder in Energie oder sonst was umgewandelt. Aber ja, wenn ihr ohne Ende fresst und kaum was davon aufgenommen wird, merkt ihr selber, ist nicht optimal. In diesem Sinne, Stößchen, ab unter die Dusche und dann wird die Monster Mash gegönnt, die da drin schon kühl steht. Siehe da, Alicia und ich haben einen Esstisch am Start. So läuft der Hase hier in Dubai. Nee, echt entspanntes Wohnzimmer, entspanntes Ambiente nach einer warmen Dusche, noch nassen Haaren. Kann man sich auch wirklich erholt an den Tisch setzen und essen. Ganz wichtig für euch auch, versucht euch beim Essen zu erholen, zu entspannen und ja, das Essen zu genießen, beziehungsweise das Essen wirklich wahrzunehmen. Hier haben wir die Monster Mash am Start, the finished product, der Zimtteppich drüber, Nährstoffe sind wie immer hier irgendwo eingeblendet und am Ende des Full Day of Eating seht ihr heute die Gesamtkalorienzahl. Wir haben die Subs auch dazu. Das sind ja die Abendsubs, jetzt gibt es aber die Morgensubs. Das ist Omega, UC2, Athlete Stack, Magnesium, Ashwagandha. Schatzi, was haben wir noch drin? Ich frage die Frau, weil die Sachen packt. NAC haben wir noch eine drin, ganz wichtiges Spurenelement auf jeden Fall, was ihr nicht missen solltet. Und Vitamin D3, K2. Habe ich noch was vergessen? Ich habe dir nicht zugehört. Perfekt, danke. Was gibt es bei dir eigentlich? Nix, schon leer. Schon leer. Es gab... Steht so lecker. Es gab ein Whey-Pudding und es gab Dinkelflocken mit Himbeeren. Naja, sei es drum, ohne Milch, Hardcore. Genau, das lassen wir uns schmecken hier gemeinsam und dann sehen wir uns beim nächsten Meal wieder. Guckt euch mal diese wunderschöne Frau an und guckt euch mal diesen Penner hier an.
klassisch mit Birkenstocks, diesem Tropical Lipton Zero, muss man sagen, 8,5 von 10. Geht's jetzt ab? Schatzi, wohin gehen wir? Das Protein House. Zeit fürs nächste Meal. Die schnelle Brille sitzt auf jeden Fall. Und wir gehen auswärts essen. Hello, hello. What's up? Here we are, Protein House. The boys feeding me up today. How are you, sir? Good, good. It's good, sir. How are you? Let's go. So, Leute, wir sind jetzt angekommen im Protein House. Wie im Aufzug schon gesagt, ein Restaurant, was genau nach Grammzahlen kocht. Das Coole ist hier, man kriegt hier auch so ein iPad, das ist die Karte. Und hier gibt es echt übel geile, cleane Sachen, also vom Frühstück über Protein Pancakes, Salate, Bowls, Wraps, Burger, verschiedene Shakes, Juices. Und wir haben uns hier jetzt erstmal einen Easy Juice bestellt. Wenn ihr mal nach Dubai kommt ins Protein House, Secret steht nicht auf der Karte, Easy Juice. Hat, keine Ahnung, 20 Kalorien oder so und schmeckt absolut geil. Richtig erfrischend, da ist auch Ingwer drin, Minze drin, also alles nochmal geil für die Verdauung. Wir haben uns jetzt hier hier gibt es auch so fertige Bowls. Hier haben wir uns eine aber selbst gecustomized mit den Makronährstoffangaben, die Stefan auf den Plan geschrieben hat. Dementsprechend habe ich mir da eine Bowl zusammengestellt. Wie die aussieht, das sehen wir gleich. Und ja, gibt es echt krass viel Auswahl. Alice ist auch Fan von der Pasta mit Pink Sauce und Chicken hier. Also wenn ihr vorbeikommt, aber die haben auch klasse Burger. Alles am Start, was man sich nur so wünscht. Und da kommt auch schon my boy. Bring in the Easy Juice. Thank you. So sieht's aus. Der wird sich gegönnt und dann seht ihr uns gleich, wenn das Essen da ist, nochmal. So, Essen ist angerichtet. Thank you so much. Und zwar haben wir hier Makros sind eingeblendet. Wie gesagt, wir haben eine Mischung aus Chicken und Steak, Filet. Richtig geil hier. Wir haben Reis am Start, wir haben ein bisschen Quinoa. Wir haben Gemüse, haben wir Spinat, Jalapeno, Spargel und Champignons. Und dazu, für die gute Verdauung, wisst ihr Bescheid, Ananas. Meal 2 lassen wir uns jetzt hier schmecken. Enjoyen den Rest Day und wir sehen uns dann spätestens zu Hause wieder. So, und während die Dame jetzt noch kurz dazu sich entschieden hat, spontan in den Nagelshop reinzugehen und irgendwas zu gucken, Männer, ich sag's euch, immer so eine Sache, aber Happy Wife, Happy Life, wisst ihr Bescheid. Hier ist ein Sushi-Laden. Da gehen wir heute nicht rein. Aber ja, mache ich hier noch einen kleinen Verdauungsspaziergang und dann geht's zurück in den Tower. Denn später erwartet uns noch eine Massage. Habe für heute mal nicht meinen klassischen Therapeut aufgesucht, sondern habe Alicia und uns 2 Therapeuten gebucht, die zu uns kommen und ja, ihr wisst ja, ich bin großer Fan von Therapie und von Physio, um den Körper fit zu halten und auch die neue Trainingswoche vorzubereiten. Und jetzt mit so wenig Körperfett und so wenig Energie tue ich natürlich alles dafür, um den Körper geschmeidig zu halten. Je weniger Körperfett ihr habt, ich ziehe mal die schnelle Brille aus, das ist unpersönlich, je weniger Körperfett ihr habt, desto verletzungsanfälliger wird man auch. Und da will ich halt schon in jungen Jahren präventiv dagegen arbeiten und ja, da auf jeden Fall dem Körper das geben, was er braucht. Ich sage ja immer, hart trainieren und härter regenerieren. Und da sind wir wieder zurück in der Bude. Und natürlich stehe ich wieder in der Kitchen, denn bevor es die Therapie gibt, gibt es erstmal noch eine Mahlzeit. Die muss rein und die brutzelt hier gerade, die zeige ich euch mal. Und zwar haben wir hier einmal Fisch, weißen Fisch mit ein bisschen Seasoning drauf. Der ist ziemlich geil hier, schmeckt mir ganz gut. Und darüber klatsche ich ein bisschen was davon. Hier drin haben wir 500 Gramm Kartoffeln,
Die machen gerade auch ihr Ding da drin. Airfryer, beste Anschaffung. Ninja Creamy, absolute Ehrenmänner. Eismaschine und Airfryer sind auf jeden Fall Pflicht für einen Bodybuilder oder eine Bodybuilderin. Ansonsten, was macht der Boy natürlich noch? Prepared schon die Mahlzeit für danach. Ihr wisst, Vorbereitung ist die halbe Miete und deswegen gibt es hier Rice Pudding. Das ist die Folgemahlzeit. Und zwar einmal hier Designer Rice Pudding. Da kommt später dann noch ein bisschen Cinnamon Cereal Whey rein. Und das Ganze wird dann zu meinem fast schon internetweit bekannten Mikrowellen-Cake gemacht. Und ja, ansonsten ihr merkt, an so einem High Carb Day tut die Ernährung jetzt nicht unbedingt arg abwandeln von der sonstigen Ernährung auch. Natürlich die Mengen sind mehr, gerade die Kohlenhydratmengen. Und ja, so fahre ich eigentlich ganz gut. Und so weiß der Körper, was er kriegt und was ihm gut tut. Und so, meine Freunde, sieht das Finished Product aus. Wir haben hier Kartoffeln aus dem Airfryer, wir haben den Fisch, wir haben ein bisschen Gurke und wir haben ein bisschen Soße, Low Calorie Sauce von ESN, beste. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasse ich mir das mal in Ruhe an unserem Tisch hier schmecken, auf dass es mich praller, runder, voller und besser macht. Okay guys, the man of the man, he's here. The MVP arrived, let's go. Yeah. Jetzt gibt es erstmal Therapie und sagen, danach sehen wir uns wieder. Der Bär muss durchgeknetet werden. Die Therapie ist durch, wie man es mir ansieht. Wir sind durch. Lice, 1 bis 10, was kriegt deine Therapeutin? 8. Solide 8, sie tat weh. Ja, ohne Schmerz kein, wie sagt man, kein Erfolg, no pain, no gain, oder wer schön sein will, muss leiden. Aber war echt gut, gut durchgeprügelt, danach fühlt man sich immer ein bisschen durch, aber dem wirken wir entgegen, und zwar mit dem Rice Pudding. Der ist da gerade am Start, in der Mikro, wird zum Kuchen gebacken, 50 Gramm Whey sind drin. Und was ich auch nehme, um am Rest Day entspannt zu bleiben, 2 Kapseln Ashwa Pro, 2 Kapseln Magnesium. Dazu gibt es noch die wohl besten aufgespritzten Äpfel ever, Pink Lady, einen dazu. Ich genieße das Essen jetzt und wir sehen uns dann spätestens bei der nächsten Mahlzeit wieder. So sieht das fertige Produkt aus, der legendäre Reispuddingkuchen. Was natürlich nicht fehlen darf, der Zimtteppich. Der Kern ist hier noch schön weich, außen ein bisschen härter, fudgy, doughy und perfekt verdaulich. Ein Apfel dazu, das lassen wir uns schmecken. Gibt es jetzt die nächste Mahlzeit und die brutzle ich mir ja gerade. Es gibt die gleiche Mahlzeit wie vorher mit Kartoffeln, nur diesmal nicht mit Fisch, sondern mit Chicken. Der Airfryer läuft auch und ja Mann, das ist die vorletzte Mahlzeit für heute. Die letzte ist ein bisschen größer, dass ich einfach vorm Schlafengehen nochmal ordentlich esse. Es werden dann nochmal Haferflocken und nochmal ein Reispudding, aber das seht ihr dann später. Und ansonsten, ja, lasse ich mir das Ganze schmecken, den Sonntagabend ausklinken und dann geht es auch schon bald ins Bett. Langsam aber sicher werde ich auch müde. Und so, Freunde, sieht die fertige Mahlzeit aus. Kartoffeln, bisschen Gurke, Chicken, bisschen Soße und ein bisschen Gemüse. Das Ganze lasse ich mir jetzt hier in Ruhe schmecken. Und dann sehen wir uns zur letzten Mahlzeit. Und später gibt es dann auch die Makros des ganzen High Days zu sehen. In diesem Sinne, einen guten Männer. Ich sag's euch, beste. Kartoffeln aus dem Airfryer, einfach schneiden, einfach reinklatschen. 15 bis 20 Minuten warten. Schmeckt wie Pommes, Alter. Geil. Und wir kommen zum letzten Meal. Hier seht ihr 100 Gramm Rice Pudding, aufgekocht im Topf. Dazu, Alice hat geregelt, More Chunky Flavor, Milchreis Zimt. Ich bin zwar nicht bei More, Alice schon. Mit Code Alice könnt ihr sie supporten.
Das da reingemischt. Hier drüber kommt natürlich noch, Digga, ich habe einfach diese Zimtpackung letzte Woche gekauft und die ist jetzt fast schon leer. So gehört sich's. Kommt hier noch ein stattlicher, kleiner, aber feiner Zimtteppich drauf. Und das ist hier Teil 1. Und da ich heute Morgen gesagt habe, beziehungsweise vorher gesagt habe, ich teile mir das so ein bisschen auf, weil ich abends einfach, ja, zwei unterschiedliche Flavors will, warte Teil 2 hier schon wieder beim Abkühlen. Das sind hier nochmal 100 Gramm Haferflocken, ein paar Beeren drin und da kommt dann auch noch ein bisschen Mandelmus drüber. Dazu gibt es jetzt noch die letzten Subs, die dem wären nochmal Ashwagandha, nochmal Magnesium, nochmal Athlete's-Deck, nochmal Omegas und heute nochmal hier Verdauungsenzyme am Start, um das Ganze über Nacht gut zu verdauen. Ein Gramm Vitamin C noch hier am Start. Und ja, damit hätten wir es auch schon somit geschafft. Hier weiteres Shoutout an Alice. Gibt es direkt mal More Sleep Spray. Geregelt. Melatonin drin, Baldrian drin etc. pp, um einfach gut zu schlafen. So, Makros der Mahlzeit, sind ja zwei kleine, aber der gesamten Mahlzeit blenden wir hier ein. Und damit wäre das Full Day of Eating geschafft. Heute, wie gesagt, ein High Day. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, in eure eigene Ernährung übertragen, aber alle, die IG regelmäßig folgen, ich hoffe, ihr folgt rein. Wenn nicht, folgt jetzt rein und folgt auf dem YouTube rein und supporte die Olympia Prep. Die wissen auf jeden Fall, wie so meine Ernährung aussieht. Da mache ich auch ab und zu ein Full Day of Eating. Und ja, viel ändert sich da nichts. Ich muss sagen, trotzdem vielen Essen heute. Also für den einen ist viel, für mich ist relativ. Müsst ihr immer auch in Körpergröße und Körpergewicht und Muskulatur etc. sehen. Ja, ist der Bauch flach und die Verdauung läuft. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Ich verabschiede mich. Lasst Liebe da und bis zum nächsten Video. Euer Urs. Adios, ciao, ciao.